Hallo und willkommen zurück auf den Malediven. Das ist mein drittes Video zu meinem Maledivenurlaub auf der Insel Summer Island, Maldives. Es ist wieder 5:30 Uhr morgens und wir sehen hier den wunderschönen Sonnenaufgang. Der Himmel ist in einem sanften rosaroten Farbton getaucht, der sich langsam in ein leuchtendes Orange verwandelt. Der Wind ist warm und total sanft. Man hat das Gefühl, ein angenehmer großer Föhn weht einem ins Gesicht. Das versetzt uns immer in sehr gute Laune. Es ist einfach märchenhaft hier. Die Sonne am Horizont wirft gleich ein warmes, goldenes Licht auf die Insel und lässt die Wolken in verschiedenen Nuancen von Rosa, Orange und Gold erstrahlen. Auch das Meer spiegelt den Himmel wider und schimmert in zarten Pastelltönen. So früh am Morgen ist noch keine Menschenseele hier. Ich hatte jetzt meine grandiose Reisebegleitung Lina mit auf der Insel dabei. Falls ihr jedoch einen Partner oder eine Partnerin habt, dann ist das hier die Insel für euch. Denn hier liegt die Romantik praktisch in der Luft. Was gibt es Schöneres als einen romantischen rosaroten Sonnenaufgang zu zweit? Heute zeige ich euch ausgiebig die traumhafte Unterwasserwelt. Denn dieser Tag hier war sehr sonnig. Und je sonniger es ist, desto klarer ist das Wasser. Und je klarer das Wasser, desto intensiver schimmern die Fische unter Wasser. In dieser Ecke hier haben wir die meisten Fische entdeckt. Das war auch eine sehr schöne Ecke, um tolle Fotos zu schießen und ein kleines Fotoshooting zu machen. Schaut euch das kristallklare Wasser an. Das hier ist wieder unser alter Freund Alfons, der Fußfetischfisch. Sein Hobby ist es, Füße zu bestaunen. Schaut euch diese wundervollen Fische und Korallen an. Hier verstecken sich ein paar kleine Fische wieder in Medusas Haar. Und dieser kleine Freund hier hat wohl leckere Algen gefunden. Eine Delikatesse in der Fischewelt. Und hier versuche ich mich gerade beim Fotoshooting, aber wahrscheinlich zerquetsche ich dabei gerade den armen Alfons mit meinem Hintern. Sorry. Besorgt euch unbedingt eine kleine Unterwasserkamera für euren Urlaub, denn solche Aufnahmen dürft ihr nicht verpassen. Die Farben der Fische sind so intensiv und leuchtend, dass sie das Wasser kunterbunt zum Glitzern bringen. Folgen wir weiter diesen Fischen. Sie haben ein sehr interessantes Leben. Sie schwimmen hin und her und dann wieder im Kreis und dann spielen sie Fangen. So ein Leben will man haben. Dieser Fisch hier plant wohl etwas zu bauen, denn er sammelt Baumaterial. Und hier ist die Kolonie der kleinen Sträflinge, der Fischlein mit ihren Streifen.
Und zum Schluss kam uns noch ein bunter, dicker Alfons besuchen. Und das ist die Insel. Ich zeige euch mal das Zimmer, in dem wir wohnten. Jedes Zimmer hatte 2 Liegen zur Verfügung, die auch nummeriert waren. Wir hatten das Zimmer 271 und unsere Liegen hatten demnach auch diese Nummer. Unser kleines Häuschen war direkt am Strand, keine 20 Meter vom Strand entfernt. Wir müssen hier nur einmal durch diese Palmen durch und schon sieht man unser Haus. Wir wohnten da oben. Und ab und zu kam uns der große Flughund besuchen. Das ist eine riesige, mindestens 40 cm große Fledermaus, die direkt vor unserem Balkon auf den Palmen saß und den Nektar aus den Früchten oder Blüten leckte. Das Ding war so groß wie ein kleiner Hund mit schwarzem, flauschigem Fell. Und als die Fledermaus losflatterte, erzeugten ihre riesigen Flügel ein lautes, schnappendes Geräusch. Wenn ihr es hört, schaut mal zum Himmel hoch. Dann könnt ihr die Fledermäuse manchmal auch beim Fliegen sehen. Wir gehen hier einmal herum. Und die Treppen hoch. Das hier ist unser Zimmer. Das Bett war riesengroß. Und das ist der Balkon. Hier haben wir nachmittags, wenn es zu heiß am Strand wurde, unsere Bücher gelesen. Und genau hinter dieser Palme hier war das Meer, keine 20 Meter entfernt. Hier haben wir einen großen Spiegel und ein Badezimmer mit einer Regenschauerdusche. Es ist ein offenes Badezimmer, es fehlt also eine Wand. Aber die Bäume verdeckten alles sehr gut, man kann nicht reingucken und auch nicht rausgucken. Es gab nur die kleinen Eidechsen, die manchmal auf der Wand auftauchten und uns beim Duschen zusahen, die kleinen Voyeure. Und das hier ist die kleine Teeecke. Die haben wir auch fleißig genutzt. Jeden Tag wurden uns 2 Wasserflaschen mit je 1,5 Litern hingestellt, denn das Leitungswasser darf man dort nicht trinken. Es sei denn, man kocht es vorher in diesem Wasserkocher ab. Es gab Tee und Kaffee und auch einen kleinen Kühlschrank, den wir jedoch nicht benutzt haben. Und hier ist die Garderobe-Ecke. Und ein Safe war auch da. Den Fernseher haben wir gar nicht benutzt. Und an der Tür befindet sich eine Karte von der Insel. Wir hatten unser Haus oben links auf der Sonnenaufgangsseite. Da sind wir. Und an diesem Tag sind wir Glaskajak gefahren. Was für eine tolle Erfahrung! Man kann auf der Insel viele Sachen ausleihen und buchen. Das Glaskajak konnten wir für 1 Stunde buchen. Hier hast du echt das Gefühl, als ob du auf dem Wasser schweben würdest und kannst die Fische unter dir schwimmen sehen und die Korallen bewundern. Und entschuldigt die verschmierte Kameralinse, aber das passiert, wenn man sich die Hände eincremt und dann auf die Linse patscht. Sollte man nicht tun. Nur paddelt nicht allzu weit raus, denn die Insel ist klein und die Strömung stark. Und wenn ihr die Insel plötzlich nur noch als kleinen Punkt in der Ferne wahrnehmen könnt, seid ihr schon viel zu weit raus. Schaut euch mal die leuchtenden Farben an und wie sie wechseln. Nahezu schon im Sekundentakt von grün zu blau, türkis zu azurblau, manchmal sogar gelblich, je nachdem wie die Sonnenstrahlen gerade einfallen. Das Meer dehnt sich endlos vor dir aus und es ist so glitzernd und strahlend, dass es fast aussieht wie eine riesige Edelsteinkiste voller Smaragde, Saphire, Diamanten und Bernsteine, die von der Sonne zum Glitzern gebracht werden. Ach ja, und denkt immer an eine Kopfbedeckung. Denn vergesst nicht, ihr seid 1 Stunde in der prallen Sonne. Ich empfehle daher solch einen Fashion-Hut wie diesen hier. Der schützt nicht nur eure Nase, sondern auch die Schultern. Und da sind wir wieder unter Wasser für ein paar letzte Aufnahmen aus dieser kunterbunten Welt. Schaut mal, wie viele Fische hier sind und wie bunt und einzigartig sie sind. Man braucht nur einmal unterzutauchen und schon sieht man sie. Sie sind überall.
die kleinen Clownfische in Medusas Haar, die Sträflinge, die so aussehen, als ob sie dauernd grinsen würden. Ich empfehle euch dringend diese Ganzgesichts-Schnorchelmaske. Schaut nur, was für eine tolle Sicht ihr damit habt. Und Alfons ist auch wieder mit von der Partie. Diesmal hat er seine bunten Kumpels mitgebracht. Alle wollen unsere Füße bestaunen. Man hat ja sonst nichts zu tun unter Wasser. Dieser bunte Fisch musste sich mal kurz an einer Koralle kratzen. Und hier liege ich wieder auf meinem Schwimmreifen und genieße die letzten Tage, bevor es wieder in die kalte Heimat geht. Und das war's auch schon wieder. Das war mein drittes Video. Das vierte und letzte Video folgt in Kürze. Da zeige ich euch unter anderem die Sonnenuntergangsseite der Insel mit grandiosen Sonnenuntergängen und auch das tolle Buffet-Restaurant, wo wir jeden Tag wie Könige gegessen haben. Also schaut mal rein. Übrigens, seht ihr hier die Fische links springen? So klar war das Wasser. Und hier zum Schluss noch einmal den rosanen Sonnenaufgang auf den Malediven. Bis zum nächsten Video. Tschüss!